Wie heißt die Höhle? Hallo meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen bei Onkel Busche. Ich bin immer noch in Santa Cruz. Ja, für die nächsten 2 Wochen auf alle Fälle noch. Und wir haben mal wieder herrliches Wetter und wir suchen das Geheimnis im Fels. Wir sind unterwegs in einen Park hier in Santa Cruz, der sehr bekannt ist. Da gibt es noch Urwald. Ja, und es ist eigentlich eine Touristenattraktion. Was mir an diesem Park besonders gefällt, ist die Vegetation. Ja, ich sagte schon, Urwald. Es gilt noch als Urwald. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Amazonas. Aber wenn man sich die Vegetation anguckt, das ist schon sehr abwechslungsreich und interessant vor allem. Vegetation, die wir hier bei uns in Europa überhaupt nicht finden. Auch das hat mich schon begeistert. Aber dieser Park, der hat noch eine ganz andere Attraktion. Nein, ich meine jetzt nicht unbedingt dieses Wasserrad. Und ich habe auch nicht herausgefunden, was die Funktion dieses Wasserrades ist. Es scheint keine Mühle zu sein und da ist auch kein Generator oder sonst irgendwas dran. Ist wahrscheinlich nur einfach eine Touristenattraktion. Ja, ein Wasserspiel, sagt man, ne? Aber ich fand es trotzdem gut. Das ist so ein kleiner Bach, der da durchläuft und da haben sie dieses Wasserrad reingestellt. So, achtet mal eben da unten. Ja, das kommt gleich nochmal wieder. Achtet auf diese Pflanze hier, die jetzt von links unten reinkommt. Merkt euch die mal. Spielt noch eine Rolle. Die kennen wir ja. Farne haben wir ja zu genug bei uns. Und das sind ja so ziemlich alte, ganz alte Pflanzen. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal zu. Deswegen sollt ihr euch merken oder euch bildlich im Kopf den Gedanken der Fahne festhalten. Schaut euch das an. Also in allen möglichen Grüntönen und es ist einfach nur zu schön. Allein deswegen ist der Park eigentlich schon eine Attraktion. Jetzt könnte ich den magischen Ballon gebrauchen. Weißt du, welchen magischen Ballon ich meine? Nee? Das ist fantastisch. Wir machen eine Reise im magischen Ballon. Kannst du dich nicht dran erinnern? Ja, jetzt kann ich. Kann ich jetzt schon fast auswendig. Ja, ich habe das gelassen. Das erinnert nämlich an das letzte Video, Karneval in Santa Cruz. Da kam dieses Lied. Mit einem magischen Ballon. Oh, das ist ein echter Ohrwurm geworden. Geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Das musste ich eben noch mal bringen. Hier hätte man ihn wirklich gut gebrauchen können. Von oben hätte das viel besser ausgesehen. Aber auch so einfach schön. Und was wir hier jetzt gerade sehen, oder gleich wiedersehen, hier gibt es Affen. Nur sind die meistens nur morgens und nachmittags da. Gut, wir waren zur verkehrten Zeit, haben also keine Affen gesehen. Und diese Leiter, die da oben war, die hat man eben extra für diese Affen gebaut. Und ein Kletterbaum, ein Klettergerüst. Die sind eigentlich die große Attraktion in diesem Park. Naja, und dann die Vegetation. Echt toll. Das wird auch ein zentrales Thema dieses Videos sein. Wir werden nachher ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber das Wichtigste, ich sagte, Geheimnisse im Fels. So, da im Felsen ist plötzlich ein Loch. Und auf dieses Loch marschieren wir zu. Das war eine ganz schöne Kraxelei da hoch. Ich bin ganz schön außer Atem gekommen. Und deswegen habe ich das Voice-Over dann entsprechend. Naja, es kommt ein bisschen, aber ich habe natürlich den größten Teil, vor allem mein Geschnaufe, rausgeschnitten.
Doch, ich war ganz schön kaputt, als wir da oben angekommen sind. Kann man wirklich so sagen. Und es war ja sehr warm. Kommt ja noch dazu. Aber jetzt wird's kühl. Wir gehen da einfach mal rein in das Loch. Vorsichtig mit dem Kopf, dass man ihn sich nicht stößt. Aber es ging eigentlich. Der Untergrund war ein bisschen, naja, sehr uneben. Und beides, die Kamera halten und auf den Fußboden gucken, ja, das war dann schon eine gewisse Herausforderung. Ich habe es dann so gemacht wie bei meinem Livestream. Ich habe die Kamera vom Bauch gehalten. Und dann immer, wenn ich dann rundherum wie hier filmen wollte, dann bin ich stehen geblieben und bin nicht weitergelaufen. Das hat ganz gut funktioniert. Dann folgt mir mal weiter hier. Oder wir folgen Elias. Ich erkläre euch gleich noch ein bisschen mehr dazu, was das überhaupt ist, das Geheimnis im Fels. Wie heißt die Höhle? Gruta dos Índios. Und hier geht's nicht weiter. Hier ist das Ende der Welt. Ja, Gruta de Indio. Und natürlich müssen sich alle Leute erstmal verewigen. Marielli war hier und Jeremias. Und Maurizio Luis Guto Yu. Ja, die waren alle da. Musste ich im Bild festhalten. So, kommen wir dazu, wie die Höhle entstanden ist. Dieses Tier, dieses Riesenfaultier, das hat mit seinen Krallen die Höhle gegraben. Man glaubt das kaum, aber man sieht teilweise auch die Kratzspuren. Und ja, die haben bis vor etwa 10.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, bis dahin haben sie gelebt. Später haben die Indios diese Höhlen als Rückzugsort, als Wohnung genommen und deswegen hat man fälschlicherweise angenommen, dass die Indios die Höhlen geschaffen haben. Aber nein, das war dieses Riesenfaultier. Deswegen ist der Name Gruta do India eigentlich nicht so ganz korrekt. Ich meine, es war ja eigentlich die Behausung des Riesenfaultiers. Das ist das ganze Geheimnis daran. Ja, ich habe euch da ein bisschen im Dunkeln gelassen am Anfang, aber jetzt habt ihr die Auflösung. Wir sind also in diesen Behausungen sowohl des Riesenfaultiers als auch der Indios. Das war sehr interessant. Ich will ganz ehrlich sagen, ich hoffe für euch auch. So, wieder ans Tageslicht und wieder in die Botanik. Und das ist irgendwie überwältigend. So, ich sagte, merkt euch die Fahne und jetzt schaut mal nach oben. Das kannte ich bislang eigentlich nur aus Bildern und Beschreibungen. Fahne, die ja wie Bäume sind, die wie ein Baum wachsen, mit Stamm, aber es sind Fahne. Und ich sage, deswegen merkt euch mal die Fahne, die sehen ja ganz anders aus. So, hier nochmal das Klettergerüst für die Affen. Wie gesagt, waren leider nicht. Die waren vor uns da und die waren nach uns da. Wir haben keine Affen gesehen.
Schade eigentlich. Hätte ich gerne mit ins Bild geholt. Aber da war mir das Glück dann diesmal nicht hold. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ach Kinders, eigentlich kann ich es immer noch gar nicht so richtig glauben. Ich sitze hier in Brasilien, sehe eine Vegetation, die so absolut anders ist als die ich kenne. Wir entspannen uns hier, wir sind heute in der Höhle gewesen, habt ihr ja gesehen. Und ich sitze hier, entspanne mich und finde es einfach nur großartig. Das ist eine ganz andere Welt. Und ich fühle mich hier sowas von wohl. Schaut euch das einfach nur mal an, das ist doch Wahnsinn. Ja, 10.000 Kilometer von zu Hause. Das habe ich vor Ort aufgenommen. Ja, der Ton, das Voice-Over da, ist auch von gestern. Wir machen uns auf dem Rückweg, ja, und prompt erstmal falsch. Er ist in eine Einbahnstraße reingefahren. Musste er dann rückwärts wieder zurück. Da unten hätten wir fahren müssen. Das machen wir jetzt auch. Und noch eine entspannte Fahrt zurück durch ich möchte mal sagen, eine der teuersten Gegenden von Santa Cruz, so das Villenviertel. Aber erstmal noch so ein bisschen hier an dem Fluss vorbei. Ja, Fluss ist etwas übertrieben. Und dann verlassen wir jetzt den Urwald und kommen zurück in die Zivilisation. Es war sehr schön. Ich habe diesen Ausflug wirklich genossen. Und habe gedacht, das ist vielleicht auch für euch mal eine Attraktion. Wir sind wieder zurück zu unserem auf dem Weg zu meinem Feriendomizil, zum Haus von Elias, mein Freund, den ihr nun mittlerweile auch schon kennengelernt habt. Und ich bin hier fleißig am Film. Es geht weiter. Am Samstag, da wird es dann ganz besonders. Da gibt es nämlich Karneval wie in Rio. Da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt einfach bei mir. Es gibt viel zu sehen. Und es hat schon viel zu sehen gegeben. Das seht ihr jetzt, wenn ihr dort auf meine Brasilien-Playlist klickt oder eben auch auf das, wenn ihr neu bei mir seid.